So Jonas, das letzte Video mit dir, das war ja auch mega smooth im Auto. Genau. Ich glaube, du bist jemand, der kann gut reden, wenn er im Auto sitzt oder das Auto fährt. Ja, Noch besser. genau. Und du hast ja gesagt, dass mehrere Menschen danach gefragt haben, weil ich ja im letzten Video, wo wir das gemacht haben, ja auch erzählt habe, dass ich eben keinen Alkohol mehr trinke. Und jetzt passt es ja auch ganz gut zu dem Thema Leberreinigung, was wir ja morgen starten. Und dann, ja, dachte ich, kann mir das gleich wieder so machen im Auto. Ein Autovideo. Ein Autovideo zum Thema Alkoholismus. Jawohl. Intro. Und zwar ist es ja so, dass sich sehr, sehr viele Menschen interviewen dürfen und sie erzählen mir von ihrer Krankheit. Jetzt ist es so, dass die meisten Krankheiten sind ja unverschuldet. Und beim Alkoholismus denkt man immer so ein bisschen, ja, die Person hat ja selbst Schuld, die hat das angefangen, man hätte halt nicht anfangen sollen. Aber so einfach ist es ja gar nicht erklärt. Ja. Wie ist es für dich als trockener Alkoholiker, wie würdest du das beschreiben? Also ich habe auch schon natürlich von der Theorie gehört, dass es eine Krankheit ist, aber ich selber habe das nie so gesehen. Und ich sehe auch ein bisschen die Gefahr für Angehörige, dass man eben dann da die Verantwortung so wie abgibt, wenn man sagt, ja, ich kann nichts dafür, ich bin alkoholkrank. Und ich weiß nicht, wie da der Stand der Forschung ist, aber jedenfalls, was es auf jeden Fall gemeinsam hat mit allen anderen Krankheiten, ist, dass man, wenn man die Krankheit überwinden will, muss man Verantwortung übernehmen. Und beim Alkoholismus ist es noch eine Stufe krasser vielleicht gegenüber anderen Krankheiten, weil man auch die Verantwortung für alle Taten übernehmen muss, die im Zusammenhang mit dem Alkohol, ja. Kannst du da konkreter werden mit Taten oder Verantwortung übernehmen? Wie sieht denn das aus? Erstens mal muss man sich ja eingestehen, dass man nicht mit Alkohol klarkommt, und dann mit Verantwortung übernehmen meine ich auch, dass man sich, also ich habe mich auch bei Menschen entschuldigt, weil ich ja nicht jetzt, mein Charakter wurde ja nicht unbedingt besser, wenn ich betrunken war. Und da war es halt nötig, dass ich mich bei ein paar Menschen dann entschuldigen musste und natürlich auch bei dir. Und ja, da muss man eben die Verantwortung für seine Taten übernehmen, weil sonst, ich glaube, das ist die Basis für fast alles im Leben. Auch für die eigene Gesundheit. Ja. Und wie hast du denn diese Krankheit überwunden oder wann hast du gemerkt, dass da irgendwas ist, was nicht stimmt, was dich krank macht? Ja, wie lief das ab? Ja, also ganz, ganz schleichend natürlich. Wie bei Zigaretten war es auch beim Alkohol so, dass der Startschuss wirklich ein Buch war. Und ich werde es auch unten verlinken. Ich habe vorhin schnell geschaut, wie es heißt, weil ich habe es gerade verliehen an einen Freund. Aber den kann ich nachher fragen und dann werde ich es unten verlinken. Und auch vielleicht auch das Zigarettenbuch, was ich da gelesen habe. Und bei beiden habe ich so gemacht, dass ich eigentlich das Buch gelesen hatte, jetzt bei den Zigaretten, und auch während dem Lesen eigentlich noch geraucht habe und dann 2 Wochen später aufgehört. Und beim Alkohol war es auch so, da habe ich das Buch gelesen, wo ich noch getrunken habe, 2 Wochen später aufgehört. Oder war es andersrum? Beim Alkohol war es, glaube ich, andersrum, da habe ich 2 Wochen nicht getrunken und dann erst das Buch gelesen. Aber ist ja egal. Jedenfalls, Bücher sind bei mir ein wirkungsvolles Mittel, weil in diesem Alkoholbuch, da habe ich mich einfach so krass wiedergefunden. Alle Strategien, die ich ausprobiert habe mit meinen Freunden, weniger zu trinken, die wurden da auch alle aufgezählt, und da habe ich mich einfach 1:1 wiederentdeckt. Weil es war ja so, dass wir waren eigentlich eine kleine Gang auf der Arbeit und konnten uns eigentlich alles erlauben. Hauptsache, wir haben irgendwann unsere Arbeit erledigt, aber wir konnten auch 2 Wochen Party machen oder so. Das haben wir auch gemacht.
dann haben wir immer so gesagt, hey, wir sollten vielleicht mal weniger trinken. Komm, wir trinken nur noch am Freitag. Und dann wurde daraus Donnerstag und dann haben wir wieder jeden Tag getrunken. Oder wir trinken den ganzen Februar nichts. Das haben wir auch gemacht und waren alle auf uns riesig stolz. Und in dem Buch habe ich dann halt gelesen, dass das nicht das Verhalten von normalen Menschen ist, das so zu managen, wie viel Alkohol man trinkt. Und dass das eigentlich nur eine Strategie ist, um weiter zu trinken. Also ein Alkoholiker, der macht einfach alles, damit er weiter trinken kann. Und wenn da dazu gehört, einen ganzen Monat nichts zu trinken, nur damit er nachher weiter trinken kann, dann ist es auch einfach nur eine Strategie, um weiter zu trinken. Ja, für mich war das auch sehr schwierig, weil ich ja gemerkt habe, dass du eigentlich ein Alkoholproblem hast. Aber weil du dann zwischendurch einen Monat darauf verzichten konntest, hast du mir dann auch immer gesagt, nee, wenn ich ein Problem hätte, dann könnte ich ja nicht einen Monat auf Alkohol verzichten. Genau. Das habe ich ja echt wirklich geglaubt, dass das so ist. Aber da macht man sich halt selber was vor. Sobald irgendjemand irgendwie sagt, ich trinke jetzt einen Monat nicht, um zu beweisen, dass ich kein Problem mit Alkohol habe, dann hat er ein Problem mit Alkohol. Das ist eigentlich schon der Beweis. Wie können wir uns das vorstellen? Wie viel hast du denn getrunken? Ja, jemand hat mich letztens gerade gefragt, ob ich denn viel getrunken habe oder oft. Dann habe ich gesagt, viel oft. Also einfach jeden Tag 5, 6 Bier, aber mindestens. Also ich war nie ein Fan von so harten Zeugs, obwohl Gin war dann auch dabei, ich war dann auch ein Gin-Fan. Der Gin-Fan ist ja... Gin-Fan ist ja oder sagen wir, ich will jetzt da nicht irgendwie Kategorien machen, aber auf Gin bin ich dann auch voll abgefahren. Aber Bier war einfach das Ding. Und in Bayern, da fragt ja der Arzt, ob man Alkohol trinkt. Dann kann man ja, nein ankreuzen und dann steht unten drunter, ob man Bier trinkt. Und das ist witzig, oder? Ja, das ist schon witzig. Bier ist kein Alkohol, so wie Wurst kein Fleisch ist. Aber wir haben Bier getrunken. Und das Problem war, auf der Arbeit zu trinken, wenn man damit durchkommt und sogar wenn man in einem kreativen Beruf ist wie ich, dann kann man da schön arbeiten mit einem Pegel. Und das ist natürlich dann ein Problem, weil das dann eine tägliche Routine ist. Und so stark wie tägliche Routinen im Guten sind, so destruktiv sind sie eben im Schlechten. Und was heißt destruktiv? Wo hast du gemerkt, dass dir die Kontrolle entgleitet? Ja, halt mit dem andauernden Trinken wird man zu einem anderen Menschen. Es ist schwierig zu beschreiben. Seit ich nicht mehr trinke, ist es so, als wäre ich aus einem Traum erwacht, aus einem Albtraum. Und jetzt bin ich erst wieder der Mensch, der in mir war. Aber mit dem Alkohol hat man zwar eine gute Zeit, wenn man betrunken ist, man ist lustig und cool und keine Ahnung, gut drauf. Aber danach ist man natürlich verkatert, müde und nicht fit. Und das war ja dann die meiste Zeit, wo ich zu Hause war, wo ich eben nicht fit war und nicht geduldig und gereizt. Ja, man ist kein liebevoller, positiver Mensch. Mit der Zeit geht es immer mehr verloren. Und das andere ist, dass man, wenn man Alkohol trinkt, und ich muss nochmal betonen, ich habe nichts gegen Alkohol und ich bin nicht irgendwie jetzt ein Verfechter, dass Alkohol verboten gehört oder so. Das wäre Quatsch. Es ist einfach eine Droge. Alkohol ist einfach eine Droge und so sollte sie man auch betrachten. Es gibt da einen guten Film, Der globale Rausch, gibt es auf Amazon Prime. Das ist, glaube ich, von einem Schweizer.
Da wird Alkohol einfach mal als Droge angesehen in dem Film und es gibt interessante Gedankenspiele dann. Und jede Droge hat seine Vor- und Nachteile, außer natürlich die ganz harten Drogen, die haben nur ganz kurzfristig Vorteile und dann stirbt man vielleicht direkt, aber beim Alkohol stirbt man nur langsam. Und man könnte auch jetzt so wie, ja, man sollte eigentlich, wie man jetzt die Todeszahlen immer veröffentlicht, im Zusammenhang mit Corona müsste man die Todeszahlen jeden Tag veröffentlichen. So und so viele sind heute im Zusammenhang mit Alkohol gestorben. Das würde den Leuten ganz schön auf den Sack gehen, aber es wäre auf jeden Fall eine gute Sache, weil es würde ein bisschen das in den Alltag reinholen, wie destruktiv Alkohol eigentlich ist, wie normal dass Menschen an Alkohol sterben. Ja. Aber was war nochmal deine Frage? Ich habe mir gerade überlegt, was meine nächste Frage ist. Also, ja, jetzt waren wir bei dem Beziehungsgeflecht, was natürlich darunter leidet, auch, dass man Teile von seinem Charakter verliert. Ja, genau. Mhm. Ich weiß gerade, was ich nochmal sagen wollte. Kannst du die Frage dir merken? Ja. Genau, was Alkohol eben auch macht, ist, dass man sich einfach so ergibt dem Leben. Man hat dann keine Träume mehr und keine Ziele. Man ist dann, in dem Buch, was ich gelesen habe, ist man das arme Schwein. Das arme Schwein-Syndrom. Menschen, die jeden Tag Alkohol trinken und gern betrunken sind, die sehen sich selber als armes Schwein. Oft. Und man ergibt sich dann einfach so den Umständen und ist dann vielleicht eher so am Rumjammern, wie scheiße alles ist. Und übernimmt gar nicht mehr die Verantwortung. Da sind wir wieder bei der Verantwortung für sein Leben, seine Ziele, seine Träume und so weiter. Und das war so schön, dass das alles wieder zurückkam, als ich mit Alkohol aufgehört habe. Und wann war denn der Punkt, wo du reflektiert hast und gemerkt hast, ja, jetzt stimmt irgendwas nicht, ich habe tatsächlich ein Problem? Und was war überhaupt der Auslöser für diese Erkenntnis? Ja, ich weiß noch genau, wann ich das letzte Bier getrunken habe. Ich habe gearbeitet und auch schon zu Hause dann weitergearbeitet, eigene Projekte gemacht und da, wenn ich kein Bier zu Hause hatte, bin ich manchmal zum Chinesen bei uns um die Ecke in München und habe einfach so eine Plastiktüte mir 5 Bier geholt. Und es war auch wieder so, und du warst an dem Konzert damals für Refugees Welcome auf dem Königsplatz, wo Herbert Grönemeyer war, ich glaube Fantastischen Vier. Ja. Und deswegen weiß ich genau, wann das ist, wo ich das letzte Bier getrunken habe. Also ich weiß es nicht im Kopf, aber ich kann es nachschauen, weil das einfach an dem Tag war, wo dieses Konzert stattfand für die Flüchtlingshelfer. Und da warst du und du kamst nach Hause und hast mir erzählt, dass du da geweint hast auf dem Konzert, weil dir einfach so viel bewusst wurde und weil du ja einfach auch wusstest, dass du so nicht mehr mit mir zusammenbleiben kannst. Und dann habe ich von den 5, 6 Bier halt schon 2 getrunken und dann habe ich die Flasche weggeleert und die restlichen Bier weggeworfen. Seitdem keinen einzigen Schluck Alkohol mehr getrunken. Und das Lustige, nicht Lustige, aber das habe ich nicht gemacht, weil du da auf dem Konzert geweint hast. Das hat einfach nochmal, ich habe es auch nicht gemacht, weil du gesagt hast, ich weiß nicht, wie ich mit dir zusammenbleiben soll, weil das ist eigentlich, glaube ich, einem Alkoholiker egal, weil er tut alles, um weiter zu trinken. Selbst wenn die Frau ihn verlässt, wird er weiter trinken. Wird nicht aufhören zu trinken, nur weil die Frau ihn verlässt. Aber was war denn der Grund dafür, dass du das Bier ausgeschüttet hast an dem Tag? Ich kann es nicht richtig erklären. Es war einfach so, ich wusste, jetzt mache ich das. Jetzt mache ich es einfach. Und dann habe ich es eben 2 Wochen nicht getrunken und dann das Buch gekauft. Und es war sehr wichtig, das Buch zu kaufen und zu lesen und dann mit der inneren Kindarbeit anzufangen,
Ich habe eine Gruppe besucht, damals waren wir noch in der Kirche aktiv und da habe ich mit einem Freund zusammen, der auch aufgehört hat zu trinken, so eine Gruppe besucht. Das waren nicht die anonymen Alkoholiker, es war was Ähnliches, was über einen längeren Zeitraum ging. Das hat mir viel geholfen. So, da hat man auch die Vaterbeziehung angeschaut und solche inneren Arbeiten. Und das hat mir alles geholfen. Und dann gab es natürlich schon noch ein paar Hürden, nämlich die Freunde. Das sind dann, ja, wenn du mit Alkohol aufhörst, dann sind deine Freunde, mit denen du getrunken hast, die unterstützen dich da drin natürlich nicht. Die lassen dich auch nicht in Ruhe. Die tun alles, damit du wieder trinkst. Aber das ist eigentlich auch gut, wenn du das überstehst, wenn du da Nein sagen kannst und vielleicht auch ein paar Freunde verlierst. Dann ist es gut, weil es stärkt dich nur in dem Ziel, keinen Alkohol zu trinken. Mittlerweile habe ich von diesen Freunden, ja, das sind welche zurückgekehrt, manche halt nicht. Manche trinken immer noch und mit denen hat man dann halt nicht mehr so viel gemeinsam. Das ist das Lustige, mit so Saufkumpanen hat man eigentlich nichts gemeinsam als den Alkohol und wenn der wegfällt, dann weiß man gar nicht, warum man noch mit irgendjemandem so Zeit verbringen soll, wenn man nicht trinkt. Das ist traurig, aber es gibt viele solche Freundschaften, glaube ich, die auf Alkohol basieren. Sobald der Alkohol wegfällt, fällt auch der Grund für die Freundschaft weg. Ja, aber ich kann wirklich nicht sagen, was der Auslöser ist, dass ich aufgehört habe zu trinken. Ich wusste einfach, ich muss das tun. Es reicht. Also, und dann nur den Entschluss zu fassen, ist ja nicht, damit ist es ja nicht getan. Man muss es ja eigentlich jeden Tag machen. Aber bei mir ist es irgendwie nicht mehr so. Ich habe dann irgendwann, hat jeder gewusst, dass ich keinen Alkohol mehr trinke. Ich habe auch nicht irgendwie gesagt, ich trinke jetzt einen Monat nicht, damit mich die Leute in Ruhe lassen. Ich habe gesagt, ich trinke nie mehr Alkohol. Und dann hat man irgendwann jede Party überstanden, jede Geburtstagsfeier, Silvester und keine Ahnung was. Und es macht einem auch nichts mehr aus, wenn irgendjemand sagt, jetzt trink doch einen Schluck. Und dann kann ich sagen, ich denke jetzt nicht mehr jeden Tag, dass ich jetzt heute auch keinen Alkohol trinke. Es ist jetzt einfach normal geworden. Und jetzt auch noch mit der Wendung, die das gemacht hat bei deiner Geschichte, Priscilla, wo die Ernährung so eine große Rolle spielt. Ja, du trinkst ja auch keinen Alkohol mehr. Du hast schon vorher länger als ich keinen Alkohol getrunken. Von dem her bin ich in einem Umfeld, wo mir das leicht gemacht wird, keinen Alkohol zu trinken. Und da bin ich sehr froh drum. Ja. Was mir gerade noch einfällt, Jonas, du hast ja bist trocken geworden, da haben wir die Ernährungsumstellung noch nicht gemacht. Ja. Und ich weiß, dass du immer wieder auch mit so Fressattacken doch zu kämpfen hattest. Also dass du dieses Loch dann mit anderen Sachen versucht hast zu stopfen. Mal mega viel Spaghetti oder zu viel Schoki. Und das hat sich aber jetzt mit der Ernährungsumstellung mega gut eingependelt, oder? Mit dem Selleriesaft, der gesunden Ernährung. Ja, voll. Also ja, solche Fressattacken habe ich jetzt eigentlich nicht mehr. Aber klar, es ist immer die Frage, wenn man mit irgendeiner Sucht aufhört, dann verschiebt man die eigentlich nur, wenn man wenn man nicht eine Stufe tiefer geht und den Grund anschaut, wo man vielleicht anfällig für Süchte ist. Und bei mir war das eben die Arbeit mit dem inneren Kind, Meditation und so weiter. Und da bin ich, glaube ich, ziemlich nah an die Basis gekommen. Ja, du hast tief gegraben. Du hast das Alkoholproblem nicht einfach als Alkoholproblem gesehen, sondern wirklich gemerkt, doch, da muss ich an die Wurzeln. Ja, vielen Dank, Jonas, für deine Geschichte. Sehr gerne. Wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne in die Kommentare. Wir sind ja hier bei Chronisch Ehrlich, also werde ich die auch ehrlich beantworten. Und genau, checkt die Bücher aus, unten in der Videobeschreibung und abonniert gerne den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Bis dann.